Disneyland will never be completed. Wahre Worte, die Walt Disney einst sagte. Doch es sollte nicht nur bei Disneyland an sich bleiben. Walt Disney hatte schon längst Größeres im Sinn. Er kaufte sich über mehrere Scheinfirmen ein riesiges Stück Sumpfland in Florida in der Nähe von Orlando. Die Geburtsstunde von Walt Disney World. Walt hatte sehr viele Projekte, die er auf seinem neuen Stück Land in Florida umsetzen wollte. Unter anderem wollte er eine Stadt der Zukunft bauen. Doch die Umsetzung benötigte Geld. Um an das Geld zu gelangen, setzte Walt auf ein altbekanntes Pferd. Auf einen Disneyland-Park. Diesmal aber an der Ostküste. Und so entstand das Magic Kingdom. Und damit herzlich willkommen zu Theme Park Details and Stories. Wenn du magst, was du hier siehst, abonniere doch gerne den Kanal, lasse ein Like oder einen Kommentar hier. Einerseits musste der Park eine Gelddruckmaschine für weitere Projekte werden. Andererseits sollte er aber auch eine Verbesserung von Disneyland sein, wo manche Probleme erst ans Tageslicht kamen, als der Park schon eröffnet war. Beispielsweise das Platzproblem, mit welchem der Park heute noch zu kämpfen hat. Einige Probleme konnte man wirklich von Anfang an in Florida beheben. Andere schaffte man aber dadurch erst. Dennoch ist es schön, dass man trotz dass von Anfang an klar war, dass das Magic Kingdom ein Massenprodukt werden würde, nicht an Details und an der bekannten Disney Magic gespart hat. In diesem Video zeige ich euch 10 Details aus dem Magic Kingdom und einige davon kann es aufgrund der eben beschriebenen Historie auch wirklich nur dort geben. Nummer 10. Starten wir erst einmal mit einem Fun Fact statt mit einem Detail. Und dafür müssen wir nicht einmal den Park betreten. Walt Disney störte sich immer daran, dass die Gäste vom Parkplatz aus direkt nach Disneyland laufen konnten und es keinen Übergang zwischen der realen Welt und der Fantasiewelt von Disney gab. Das sollte sich beim Park in Orlando ändern. Denn zwischen dem Parkplatz und dem Magic Kingdom liegt der Bay Lake, ein riesiger See, welchen man zuerst überqueren muss, um in den Park zu gelangen. Dafür gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten, die Monorail oder die Fähre. Auch wenn die Fahrt mit der Fähre sicherlich schön ist, so sollte man hier immer die Monorail bevorzugen. Auch wenn die Warteschlangen dafür manchmal lange aussehen, ist es immer der schnellere Weg. Die Fähre braucht nämlich circa eine halbe Stunde, bis sie das Magic Kingdom erreicht. Dort angekommen, muss man erst einmal leicht bergauf gehen. Das liegt daran, dass der gesamte Park in der ersten Etage gebaut wurde und sich darunter ein unterirdisches Tunnelsystem für die Infrastruktur befindet. Diesen Fun Fact habe ich bereits etwas ausführlicher in einem anderen Video erklärt. Den Link habe ich euch oben eingeblendet. Während die Fahrt zum Magic Kingdom am Morgen immer mit sehr viel Vorfreude verbunden ist, so kann die Fahrt zurück direkt nach dem Feuerwerk wirklich nervig sein, wenn man zunächst mit einer Menschenmasse in einer Warteschlange warten muss, bis man zum Parkplatz zurückfahren kann. Es ist schon faszinierend, dass man nur aufgrund der Tatsache, dass man zwischen dem Parkplatz und dem Park einen Übergang schaffen wollte, jetzt täglich Zehntausende Gäste mit unterschiedlichen Transportmitteln zum Park karrt. Ob dieser Effekt am Ende wirklich so viel am Erlebnis verbessert, ist fraglich.
Zumindest hat Disney seitdem nie wieder einen Park mit solch einem An- und Abreisekonzept gebaut. Nummer 9. Nun aber ein Detail innerhalb des Parks. Susi und Strolch haben in der Main Street USA nicht nur eine eigene Statue, ihnen ist auch ein Restaurant gewidmet. Tony's Town Square Restaurant. Und die beiden Hunde waren hier wohl auch schon zu Gast. Denn vor dem Restaurant sind die Fußspuren von Susi und Strolch in den Boden eingelassen. Nummer 8. Das Magic Kingdom hat einen Themenbereich, den es sonst in keinem anderen Disney-Schlosspark gibt. Liberty Square verkörpert das koloniale Amerika. In diesem Bereich befinden sich unter anderem die Hall of Presidents und das Haunted Mansion. Es ist der kleinste Themenbereich im Magic Kingdom, doch auch hier findet man Details und es gibt interessante Hintergrundinformationen zur Gestaltung. Die Straßen in Liberty Square haben beispielsweise komische braune wellenartige Streifen im Beton. Diese Maserung auf dem Boden stellt die Fäkalien dar, die zu dieser Zeit auf der Straße entlang liefen. Denn ein Kanalsystem gab es damals noch nicht. Glücklicherweise hat man an dieser Stelle darauf verzichtet, den Bereich auch mit dem entsprechenden Geruch zu thematisieren. Ein weiterer Blickfang ist der Liberty Tree. Die Eiche ist über 100 Jahre alt und fand ihre neue Heimat im Magic Kingdom. An ihr hängen 13 Laternen, die bei Nacht auch alle leuchten. Sie repräsentieren die 13 Kolonien der USA. Nummer 7. Disney ist generell nicht sehr bekannt für schöne Toilettenanlagen. Meistens hört dort die Thematisierung sogar komplett auf und man beschränkt sich dort auf den wesentlichen Zweck der stillen Örtchen. Eine der schönsten Toilettenanlagen in einem Disney-Park befindet sich jedoch im Fantasyland im Magic Kingdom. Sie ist nach Rapunzel gestaltet. Der Bereich ist sogar so schön gestaltet, dass viele Gäste denken, hier gäbe es mehr als nur Toiletten. Und gewissermaßen gibt es das auch. Ich meine damit nicht den Kinderwagenparkplatz, sondern das kleine Chamäleon Pascal aus dem Film, was sich überall in der Landschaft versteckt hat. Es macht wirklich Spaß, ihn an verschiedenen Stellen zu suchen und zu entdecken. Nummer 6. Wir bleiben im Fantasyland. Es ist bei weitem nicht das schönste Fantasyland in einem Disney-Park. Auch gab es hier früher verschiedene Attraktionen, die es heute nicht mehr gibt. Dazu gehört zum Beispiel der klassische Schneewittchen Dark Ride. Er wurde mittlerweile durch den Seven Dwarfs Mine Train ersetzt. Bis 1998 gab es im Magic Kingdom auch Mr. Toad's Wild Ride. Diesen Dark Ride gibt es heute noch im Disneyland in Anaheim. Als Referenz, dass es die Attraktion in Walt Disney World einmal gab, hat Mr. Toad auf dem Haunted Mansion Friedhof einen Grabstein erhalten. Nummer 5. Das Schloss im Magic Kingdom ist der Prinzessin Cinderella gewidmet.
Es ist 56 Meter hoch und besteht übrigens aus keinem einzigen Mauerstein. Stattdessen hauptsächlich aus Stahl, Beton und glasfaserverstärktem Kunststoff. Hinter dem Schloss steht ein Brunnen mit einer Statue von Cinderella. Auf die Wand dahinter ist eine Krone gemalt. Betrachtet man den Brunnen aus dem richtigen Winkel, befindet sich die Krone direkt auf Cinderellas Kopf. Dadurch sieht man, dass sie eigentlich eine Prinzessin und eben keine Dienstmagd ist. Nummer 4. Das Country Bear Jamboree ist eine Animatronics-Show der ersten Stunde. Es eröffnete zusammen mit dem Park im Jahr 1971. Nach einer Schließungsphase eröffnete die Attraktion 2024 in einer modernen Variante erneut ihre Türen. Während man auf den Start der Show wartet, sollte man sich unbedingt einmal im Vorraum genauer umsehen. Hier findet man beispielsweise verschiedene imitierte Musical-Plakate mit den Country Bears in den Hauptrollen. Zum Beispiel Barry Poppins oder I Barely Remember. Selbst auf dem Boden findet man Details. Der Boden hat nämlich Kratzspuren von den ganzen Bärenkrallen, die bereits über den Holzboden gelaufen sind. Nummer 3. Viele Disney-Fans, die bereits in einem anderen Disney-Park waren und dann nach Orlando kommen, sind oftmals enttäuscht nach einer Fahrt mit Pirates of the Caribbean. Mit nur 8 Minuten 30 Fahrzeit ist es die kürzeste Piratenfahrt, die je gebaut wurde. Im Disneyland Paris dauert eine Fahrt beispielsweise über 10 Minuten, in Disneyland Anaheim sogar über 15. Auch hat die Fahrt in Orlando nur eine Schussfahrt und die Boote fahren am Ende unbemannt das Förderband wieder zurück in die Station. Aber warum ist die Bahn in Orlando nur circa halb so lange als die erste Pirates of the Caribbean Attraktion in Anaheim? Auch dazu gehen wir noch einmal zurück in die Vergangenheit und in die Geschichte des Magic Kingdom. Der Park war nämlich eigentlich komplett ohne die Attraktion Pirates of the Caribbean geplant. Denn Florida liegt ja nahe an der Karibik. Man ging davon aus, dass das Interesse an einem Karibik-Thema eher gering ist. Stattdessen wollte man in der zweiten Ausbauphase des Magic Kingdom einen riesigen Western-Themenbereich bauen mit mehreren Attraktionen und einem Art Pendant zu Pirates of the Caribbean im Western-Thema. So kam die Eröffnung des Magic Kingdom im Jahr 1971 und die Leute erwarteten im Park auch die spektakuläre Attraktion, die 4 Jahre zuvor im Disneyland eröffnet hatte und die alle Gäste dort beeindruckte: Pirates of the Caribbean. Sie fanden diese Attraktion aber nicht vor und es gab massenhaft Beschwerden. Also musste es schnell gehen. Das Projekt des riesigen Western-Themenbereichs wurde verworfen und eine wesentlich kürzere, aber schneller umsetzbare Variante von Pirates of the Caribbean wurde ins Adventureland ins Magic Kingdom gebaut. Somit konnten nur 2 Jahre nach der Eröffnung des Magic Kingdom die Gäste auch dort die Attraktion Pirates of the Caribbean erleben, wenn auch in einer kürzeren Variante. Die Idee eines großen Western-Themenbereichs wurden übrigens nicht komplett verworfen. Teile der Pläne von damals findet man heute in Thunder Mesa im Frontierland in Disneyland Paris wieder. Nummer 2.
Jeder Abend im Magic Kingdom endet mit einem großen Feuerwerk hinter dem Schloss. Ein beeindruckendes Spektakel, da hier auch richtige Höhenfeuerwerkskörper zum Einsatz kommen und nicht nur bodennahes Feuerwerk mit Fontänen. Wer sich kurz nach dem Feuerwerk im Fantasyland aufhält, wird merken, dass dort der Boden nass ist, obwohl es nicht geregnet hat. Tatsächlich wird das Fantasyland und andere Bereiche rund um das Schloss vor dem Feuerwerk mit Wasser gesprenkelt, inklusive der Dächer der Gebäude. Damit möchte man vermeiden, dass eventuell brennbare Materialien von herabfallenden Feuerwerkspartikeln in Brand geraten. Zwar ist das generell sehr unwahrscheinlich, aber man möchte auch hier kein Risiko eingehen. Nummer 1. Die Nummer 1 kommt von der neuesten Attraktion im Magic Kingdom, Tiana's Bayou Adventure. Beziehungsweise so neu ist die Fahrt selbst eigentlich nicht. Sie wurde nur aufwendig umgestaltet. Bei dieser Wildwasserbahn mit riesigem Dark Ride Part geht es darum, dass Tiana eine große Party veranstalten möchte, dafür aber noch eine Partyband benötigt. Zusammen mit Tiana geht man mit dem Boot auf eine Reise, um potenzielle Musiker für die Party zu finden. Dabei erlebt man verschiedene Abenteuer, inklusive 4,5 Schussfahrten. Das ist eine grobe Zusammenfassung der Story. Die Warteschlange und die Fahrt selbst sind so detailreich, dass man darüber schon ein eigenes Video machen könnte. Okay, ich habe tatsächlich schon eins gemacht. Ein komplett eigenes Video mit Details von Tiana's Bayou Adventure findet ihr in der Verlinkung. Jetzt kommen wir aber wirklich zu meinem Nummer 1 Detail, was sich ebenfalls bei Tiana befindet und sich durch mehrere Ebenen des Erlebnisses zieht. Im Außenbereich der Warteschlange steht das Auto von Tianas Restaurant und empfiehlt das Nummernschild. Im Inneren der Warteschlange betritt man Tianas Restaurant. Dort hängt am schwarzen Brett ein Aushang, dass ein Nummernschild vermisst wird. Nun beginnt man die Fahrt mit der Suche nach den Bandkollegen für die Partyband. Aber Moment mal, spielt der Hase hier etwa auf dem Nummernschild Gitarre? Wir fahren erstmal weiter. Nach weiteren 3 Schussfahrten und einer ordentlichen Portion Wasser kommt man am Ende der Fahrt bei Tiana auf der Party an. Die Partyband steht und der Hase hat sich tatsächlich das Nummernschild von Tiana geklaut und spielt damit jetzt Gitarre in der Partyband. Das waren 10 Details aus dem Magic Kingdom und es gibt noch so viele mehr. In meinem nächsten Video stelle ich euch den Park Epcot samt einiger Details vor. Bleibt also dran, lasst gerne ein Abo da, viel Spaß in den Freizeitparks dieser Welt und haltet die Augen offen. Happy